und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Woran erkennt ihr eine Dur-Tonleiter und wie könnt ihr sie üben? Darum geht es heute in diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Also erstmal, es gibt ja, wie ihr sicher schon gehört habt, Dur-Tonleitern und Moll-Tonleitern. Ihr könnt auf jeden Fall bestimmt den Unterschied hören zwischen einer Dur-Tonleiter, die etwas fröhlicher klingt, und einer Moll-Tonleiter, die dann eben eher an der traurigen Seite ist. Wozu braucht ihr das überhaupt? Das schult nicht nur eure Fingertechnik auf der Blockflöte, wenn ihr Tonleitern übt, sondern es hilft euch auch, Stücke zu spielen, die Vorzeichen haben, also Kreuze oder Bs, damit ihr euch sozusagen in der Tonart schon mal zu Hause fühlt und euch da nicht vertun könnt. Ja, das Stück hat nämlich eigentlich zwei Kreuze vorne. Das steht nämlich in D-Dur. Und keine Angst, wir werden auch noch Tonleitern üben. Gleich, sogar die D-Dur-Tonleiter. Aber richtig müsste das dann so geklungen haben. Und das hätte man erkennen können an den zwei Kreuzen hinter dem Violinschlüssel. Also wie gesagt, gleich üben wir Tonleitern auf der Blockflöte auf 10 verschiedene Arten sogar. Aber erst müssen wir ein kleines bisschen Theorie machen. Die Dur-Tonleiter hat Ganztonschritte und Halbtonschritte. Und das zeige ich euch jetzt mal am Klavier. Hier haben wir weiße Tasten und schwarze Tasten. Und jede Taste, egal ob schwarz oder weiß, ist von der anderen einen halben Ton weit entfernt. So, die klingen also immer nur ein kleines Stückchen höher. Und jetzt habt ihr ja vielleicht schon bemerkt, dass zwischen diesen beiden Tasten und diesen beiden Tasten keine schwarze Taste ist. Da ist also schon zwischen den beiden nur ein halber Tonschritt. Die klingen schon ganz eng zusammen. So, und wenn wir jetzt die C-Dur-Tonleiter nochmal nehmen, dann haben wir zwischen der dritten und vierten Stufe diesen Halbtonschritt. 2, 3, 4, also hier dritte, vierte Stufe, 5, 6, 7, 8. Hier ist auch nur ein halber Ton. Und das ist das Typische an einer Dur-Tonleiter. So, wenn ich jetzt einen Ton höher gehe, ich wäre jetzt beim D, dann muss ich also von der ersten zur zweiten Stufe einen Ganzton spielen. Also nicht diese Taste, das wäre nur ein halber. Dann habe ich D, E. So, jetzt bin ich bei der zweiten Stufe der D-Dur-Tonleiter und jetzt muss ich ja einen Ganztonschritt machen. Also wenn ich jetzt diese Taste nehme, wäre das falsch. Ich muss also zweimal einen halben, also diese nehmen. Und dann klingt D-Dur am Anfang so. So, jetzt bin ich auf der dritten Stufe, 1, 2, 3. Und zwischen der dritten und vierten braucht die Dur-Tonleiter einen Halbtonschritt. Das heißt, ich darf jetzt nicht zu der Taste, sondern muss zu der. So, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Ist es aber auch. So ganz einfach ist es also nur bei der C-Dur-Tonleiter. Und wie ihr vielleicht wisst, hat die ja auch keine Vorzeichen. Ich fange mal hier an beim S, eine S-Dur-Tonleiter. Erste Stufe, zweite Stufe, ich brauche einen Ganzton, das heißt nicht die Taste, sondern die. Jetzt bin ich auf der zweiten Stufe, jetzt brauche ich wieder einen Ganzton, also nicht die Taste, sondern die. Dann habe ich bis jetzt... So, jetzt bin ich auf der dritten Stufe, jetzt muss ich zum Halbton, also die. Jetzt kommt aber nicht wieder eine weiße, denn von der vierten zur fünften Stufe habe ich einen Ganzton, von der fünften zur sechsten auch und von der sechsten zur siebten auch, aber von der siebten zur achten wieder einen Halbton. Also habe ich dann...
So, jetzt wollen wir mal schauen, wie das auf der Blockflöte ist mit den Halbtönen und den Ganztönen. Wir haben ja jetzt so schön gucken können am Klavier mit den schwarzen und weißen Tasten. Das haben wir hier nicht, aber wir kriegen das jetzt gemeinsam raus. Also, die D-Dur-Tonleiter soll anfangen mit dem D. Klar, so, jetzt brauche ich einen Ganztonschritt. Ich gucke mal, wo wäre der nächste Halbtonschritt. Und der wäre nämlich nicht dieser, sondern ich habe ja noch die halben Löchlein. Also vom D erstmal zum Dis, dann noch einen halben Schritt höher, indem ich den Finger wieder wegnehme. Dann habe ich insgesamt einen Ganztonschritt gemacht. Also unser zweiter Ton ist E. D, E. Jetzt sind wir bei der zweiten Stufe. Jetzt kommt wieder ein Ganztonschritt und da denkt ihr jetzt vielleicht, ja, vom E, C, D, E, F. Ne? Aber, wenn ihr mal genau hinhört, ist das nur ein halber Tonschritt. Denn nehmt doch stattdessen mal das Fis. Wir hatten D, E und dann nicht F, sondern Fis, weil das Fis nochmal einen halben Ton höher ist als das F. Und da steckt schon mal das erste Vorzeichen drin. Ja, also D, E, Fis. Und jetzt sind wir auf der dritten Stufe, ja? D, E, Fis. Und jetzt brauchen wir einen Halbtonschritt. Und das könnt ihr, glaube ich, alle rauskriegen. Dann nehme ich einfach die Finger weg und bin beim G. Jetzt bin ich bei der vierten Stufe. Jetzt kommt ein Ganztonschritt und da mache ich jetzt kein Gis oder irgendwas dazwischen, sondern direkt das A. Dann habe ich D, E, Fis, G, A, also 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt die fünfte zur sechsten Stufe, ist auch ein Ganztonschritt, also kein B oder ich würde es so greifen, ihr würdet es so greifen, sondern direkt zum H. Dann habe ich D, E, Fis, G, A, H. Und jetzt brauche ich wieder einen Ganztonschritt. Jetzt bin ich bei der sechsten Stufe zur siebten. Da ist ja jetzt kein Halbtonschritt, der kommt ja erst gleich. Wenn ihr nämlich jetzt H, C spielt, habt ihr nur einen Halbtonschritt gemacht. Was müsst ihr stattdessen machen? Na? Genau, Cis. H, Cis. Und das ist dann unser zweites Kreuz. Das heißt, wir hatten ein Fis statt dem F und wir haben ein Cis statt dem C. Und vom Cis aus braucht ihr jetzt den letzten Halbtonschritt. Wir brauchen ja zweimal einen Halbtonschritt. Siebte Stufe zur achten und das ist dann einfach das D. Und dann bin ich ja auch wieder angekommen beim D. So, wenn ihr jetzt ein Stück habt, was in D-Dur steht, dann ist das normalerweise nicht so einfach, dass die Kreuze vor den Noten stehen, sondern die stehen dann nur noch hinter dem Violinschlüssel. Und dann müsst ihr eben von selbst Intus haben. Okay, hier ist kein F, hier ist Fis, hier ist kein C, hier ist Cis in dem Lied oder in dem Stück. Und da hilft es halt enorm, wenn ihr vorher Tonleitern übt. Und das wollen wir jetzt mal ganz praktisch machen. Wir nehmen diese D-Dur-Tonleiter und wie gesagt, auf der Altblockflöte könnt ihr diese Übungen auch mitmachen. Und ja, der kleine Quiz besteht daraus, dass ihr mir mal reinschreiben sollt, in welcher Tonart ihr euch da befindet, denn das klingt ja anders. Sind genau die gleichen Griffe, aber hier klingt so. So, wer das weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Und genau, ich wollte ja die Sopranflöte nehmen. Also, wir üben jetzt erstmal, ich weiß, das ist langweilig, aber erstmal ganz langsam diese D-Dur-Tonleiter.
Wenn ihr das für euch selber übt, dann macht eine Herausforderung daraus für euch, dann ist es auch nicht langweilig, dass ihr es schafft, diese D-Dur-Tonleiter 7-mal nacheinander fehlerfrei zu spielen. Und wenn ihr einmal dazwischen falsch habt, dann zählt es nicht, dann müsst ihr von vorne anfangen. Und so kann euer Gehirn das viel besser richtig abspeichern und die ganzen falschen Versionen, die ihr immer wieder probiert und übt, die bringen euch nur, dass ihr dann die falschen Versionen eintrainiert habt. Also versucht mal mindestens 7 fehlerlose Versionen nacheinander. Dann könnt ihr einfach jeden Ton mal doppelt spielen. Und mal schwingende Dreier, jeden Ton dreifach. Und genauso könnt ihr auch jeden Ton vierfach spielen. Jetzt könnt ihr mal probieren, die Tonleiter im Staccato zu spielen. Staccato heißt, dass ihr den Ton ganz kurz nur anspielt, aber trotzdem seine Dauer abwartet. Da ist es wichtig, dass ihr schön prägnant und deutlich anstoßt. Ich würde da eher mit einem Tü anstoßen als mit einem Dü. Und die große Gefahr beim Staccato ist immer, dass das nicht sauber kurz gespielt wird. Also dass ihr vor allem, wenn ihr es ein paar Mal probiert, dass das dann so ein bisschen schlapper wird, so ein bisschen ja nicht mehr so richtig schön kurz. Und das ist aber für eure Spieltechnik gut, wenn ihr das richtig schön kurz probiert, und das könnt ihr nämlich auch gestaltend in euren Stücken dann viel schöner anwenden. Gerade wenn wir zum Beispiel eine Barocksonate spielen, ist es unheimlich wichtig, dass wir differenzieren in der Artikulation und dass ein Staccato wirklich ein Staccato ist und nicht so ein Zwischending, so ein Non-Legato oder sowas. So, jetzt habe ich ja das Wort schon genannt, Legato. Legato ist quasi das Gegenteil vom Staccato. Beim Legato, das ist auch Bindebogen genannt, da lasst ihr irgendwo das Dü ganz weg. Und ich würde jetzt mal sagen, wir machen Zweierbindungen. Das heißt, den ersten Ton stoßen wir jeweils an und den zweiten nicht. Das heißt, ihr macht ein gemeinsames Dü oder Tü für 2 Töne jeweils. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr die Fingerbewegungen sauber macht, sonst kann es passieren, dass an manchen Stellen so unschöne Zwischentöne kommen und ihr hören könnt, dass die Fingerbewegung nicht wirklich sauber war. Dann könnt ihr zum Beispiel auch mal Viererbindungen machen, das heißt, ihr macht ein Dü am Anfang für 4 Töne. Dann wird es mit den Fingern noch schwieriger, macht aber nichts. Und dann könnt ihr, wenn ihr ganz gemein sein wollt, auch noch die ganze Tonleiter binden, also den ersten Ton noch anstoßen und dann alles unter einem Legatobogen. Dann könnt ihr mal den Rhythmus verändern. Probiert es mal aus, denn dadurch, dass das in diesem Beispiel jetzt immer lang, kurz lang war, müsst ihr da, wo der kurze Ton zum nächsten langen Ton wechselt, müsst ihr unglaublich schnell mit den Fingern sein. Das werdet ihr dann auch merken, dass das manchmal vielleicht nicht ganz koordiniert ist zwischen Fingern und Zungenbewegung. So, dann machen wir jetzt noch eine ganz andere Übung, eine mit Denkarbeit, und zwar greift ihr jeden Ton, aber ihr spielt jeden zweiten Ton nicht an. Den greift ihr nur.
Das zwingt euch so ein bisschen nochmal besser nachzudenken über die Griffe, dass ihr, falls ihr jetzt schon 95 D-Dur-Tonleitern gespielt habt, nicht ganz unbewusst irgendwelche Griffe greift, sondern dass ihr euch nochmal klar macht, ah ja, das ist der, so geht der, da muss ich die und die Finger heben. Und im nächsten Schritt, erst, wenn ihr das geübt habt, könnt ihr ja mal diesen Ton dazwischen, den ihr stumm gegriffen habt, ganz weglassen und direkt immer zum übernächsten Ton gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die D-Dur-Tonleiter mal kennenzulernen, ihre Struktur und überhaupt, was eine Dur-Tonleiter ist. Und ich hoffe, ihr konntet mir auch folgen. Ich bin da heute mir nicht so ganz sicher, ob das vielleicht zu kompliziert war. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt über das Video und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.